Hallo, willkommen auf meinem YouTube-Kanal rund um den neuen Ford Focus MK4. Im heutigen Video geht es darum, auf vielfachen Wunsch, wie man denn in den Service-Modus kommt, um Bremsen oder Bremsbeläge, Bremsscheiben zu wechseln. Falls euch solche und andere Themen interessieren, abonniert meinen Kanal, es ist komplett kostenlos für euch. Ja, wie erwähnt, auf vielfachen Wunsch zeige ich euch jetzt mal, wie man in diesen Service-Modus kommt. Ich muss bei mir noch keine Bremsen wechseln oder Bremsscheiben, Bremsbeläge, aber dennoch zeige ich euch jetzt mal, was denn dahinter steckt. Wichtig zu wissen ist, wenn ich die Feststellbremse ziehe, geht nur hinten die Bremse zu. Vorne bleibt sie weiterhin offen. Sprich, ich kann vorne, ohne jetzt einen speziellen Modus hier aktivieren zu müssen, ganz normal meine Bremsen, Bremsbeläge, Bremsscheiben wechseln, wie sonst auch. Hinten ist das nicht möglich. Wenn ich die Feststellbremse ziehe, geht hinten die Bremse zu und dann bleibt die auch zu. Sprich, wenn ich die wechseln möchte, kann ich das nicht, weil ich sie einfach nicht, den Bremssattel einfach nicht abbekomme, weil die Bremsen halt direkt auf der Bremsscheibe sind. Und hier gibt es den sogenannten Service Mode, um halt die Bremsen wechseln zu können. Damit wir diesen Service Mode aktivieren können, verbinden wir uns zuallererst mit der Forscan Software, mit dem Auto, gehen dann in die Prozeduren, suchen uns den entsprechenden Punkt aus und drücken auf Play. Es kommt ein Hinweis, dass wir die Feststellbremse lösen müssen. Bevor wir das machen, stellen wir natürlich sicher, dass das Auto gegen Wegrollen gesichert ist und. Wie gesagt, die Bremse geht auf, das Auto ist dann im Prinzip nicht gegen das Wegrollen geschützt. Also, damit wir die Feststellbremse lösen können, drücken wir aufs Bremspedal, lösen dann manuell die Feststellbremse und ist das erledigt, drücken wir auf Play. Wenn diese Prozedur durchläuft, sehen wir viele Informationen im Bordcomputer, die blende ich euch jetzt mal ein. Und parallel geht hinten die Bremse auf. Das hören wir an dem Geräusch, dass der Motor arbeitet und die Bremse aufgeht. Sieht man jetzt nicht, weil ich natürlich das Ganze noch verbaut habe, beziehungsweise der Bremssattel ist ja noch drauf. Aber die Bremse geht hinten auf. Nachdem das durchgeführt worden ist, kann man die Bremsbeläge, Bremsscheibe wechseln und wenn man das durchgeführt hat, muss natürlich dieser Maintenance Mode der Bremse nochmal beendet werden. Sprich, dafür wählen wir den zweiten Punkt aus, drücken auf Play und die Prozedur läuft durch. Wir hören wieder, wie der Motor arbeitet. Die in dem Fall neuen Bremsbeläge gehen an die Bremsscheibe. Das hören wir auch. Und dann hören wir nochmal, wie ein Tickchen aufgeht. Sprich, er macht nochmal Platz, damit das Rad, also die Bremsscheibe, sich bewegen kann. Und somit hat er sichergestellt, dass er nur einen minimalen Abstand zwischen Bremsbelag und Bremsscheibe hat. Ja, das ist dazu da, dass je nachdem wie dick natürlich die Bremsbeläge sind, dass die immer nur minimal anliegen. Deshalb, er macht das zu und macht die nochmal auf. Ist also dieser Maintenance-Mode beendet, dann funktioniert alles wie gehabt. Ihr könnt also die Feststellbremse nochmal manuell betätigen, also aktivieren, damit das Auto gegen das Wegrollen gesichert ist und ihr seid dann auch schon fertig. Ja, das war's zu diesem Service-Mode, zu dieser Service-Prozedur, die man durchführen muss, um hinten die Bremsscheiben und Bremsbeläge halt wechseln zu können, beziehungsweise um den Bremssattel überhaupt abzubekommen. Ja, wie immer, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch, falls ja. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao.